only need the two of us. Together, we only need the two of us. Together, we only need the Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder aus der gewohnten Umgebung im Studio, nachdem wir gestern ein sehr geiles und cooles Allegris-Event hatten. Danke nochmal den Teilnehmern. Die Themen, die wir heute haben: Boeing 717 von Delta auf der Nase. Dann Bayern München und Qatar Airways auch irgendwie auf der Nase. Da ist Scheidung angesagt. Dann haben wir ein BGH-Urteil. Lufthansa wollte irgendwie die Flüge nicht buchen, so wie die Kunden das wollten, nachdem Flüge annulliert waren. BGH sieht es als erstes Gericht in Deutschland anders. Vorher gab es andere Ergebnisse. Dann Airbus A221. Was ist das? Gehe ich gleich drauf ein. Und wir haben einen Deal von British Airways in der Premium Economy von London nach Beijing. Ich weiß gar nicht, wie ich zuerst Peking oder Peking schreiben konnte. Unglaublich. Preis ist ab 919 €. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren, Kanal zu abonnieren und denkt an das T-Shirt. Ab Business Class. Erstes Thema. Die 717 von Delta ist ja ein Flugzeug, was man eigentlich gar nicht von Boeing kennt, weil es eigentlich auch keine Boeing ist. Es ist ja eine McDonnell Douglas, die ja dann von Boeing aufgekauft worden sind. Und diese Maschine ist demzufolge auch 23 Jahre alt. Das Kennzeichen N955AT hat es. Und die 717-200 von Delta Airlines war Gott sei Dank nicht ganz voll, als sie heute Morgen am 28. Juni von Atlanta nach Charlotte flog. 96 der 110 Plätze waren mit Passagieren gefüllt. Dann gab es noch Crewmitglieder, 2 Stück im Cockpit, 3 in der Kabine. Das Ziel und alles war ganz normal. Man flog auch an. DL 1092 war die Flugnummer. Aber dann kam eine Durchsage, die den Flug von dem, ich denke mal, uneventful auf eventful gestellt hat. Ich zeige euch erstmal das Ergebnis und dann könnt ihr sagen, ups, so sah das Flugzeug aus, nachdem es gelandet ist, weil das Bugfahrwerk nicht ausgefahren ist. So seht ihr es nochmal ein bisschen hübscher. Da ist relativ smooth alles abgegangen. Man sieht auch die Struktur nicht wirklich beschädigt, rein optisch, visuell. Kein Knick drin, alles gerade. Das Flugzeug ist sehr hübsch gebaut worden, also gut. Nun gut, und dann kam halt die Durchsage vor der Landung, dass es ein Problem mit dem Fahrwerk gibt. Und dann gibt der örtliche TV-Sender WSOC TV da nochmal Bilder, dass man mit dem Flugzeug dann richtig über die Piste geflogen ist. Was ich auch lustig finde, in Amerika gab es ja auch doch, glaube ich, mal den Fall, in dem Fall war es aber nicht so, wo die Leute Live-TV in ihren Sitzen gucken konnten von der eigenen Sicherheits- oder Notlandung. Also insofern Amerika alles möglich. Das Bugfahrwerk ist nicht gelandet. Was macht man dann? Man fliegt relativ langsam, versucht das Flugzeug so lange wie möglich auf den Hinterrädern zu halten und zieht die eigentlich so lange hoch, wie es nur geht. Und irgendwann macht sie dann Bumm und zack. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass das Nose Gear unsafe ist. Das ist auch, wie man sieht, nicht ausgeklappt gewesen. Der Tower hat das auch bestätigt, weil die Fluglotsen gucken dann einfach mal aus dem Fenster raus und bestätigen, nö, der Sensor ist korrekt, das Fahrwerk ist nicht draußen. Die Klappen waren geöffnet für das Flugfahrwerk, aber das Bugfahrwerk selber war noch drinnen. Ja, coole Sache in Anführungsstrichen, wenn man dann weiß, was man tut. Das wissen die Piloten und die Notlandung ist erfolgt. Gott sei Dank ist halt keiner
da verletzt worden. Die Landebahn wurde dann natürlich für den Abtransport gesperrt. Die Rotrutschen wurden genutzt, um zu evakuieren. Im Gegensatz zu der Cathay Pacific Geschichte sind keine Leute verletzt worden. Das ist auch Glück und das ist doch alles gut gelaufen. Ich fand die Bilder relativ spektakulär. Auch hier könnt ihr unten schreiben, was ihr davon haltet. Weiter geht es mit dem nächsten Thema. Und zwar ist das Qatar Airways. Man muss natürlich nicht Bayern-Fan sein, aber man kann ja ein Fan sein von Aviation. Und dann ist es halt so, dass viele Fluggesellschaften, Etihad haben dann Verein, Emirates hat Vereine, aber auch Qatar Airways hat den Verein Bayern München. Und da ist es jetzt so, dass man nach der Kritik, weil es gab ja immer wieder Kritik, dass die Bayern nach Katar gefahren sind und mit der Qatar dann auch durch die Weltgeschichte geflogen sind, die haben jetzt die Zusammenarbeit beendet. Bayern München ist der Rekordmeister und man hat sich dann geeinigt, den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ich kann euch sagen, Thierry Antinori, der bei der Qatar Airways in leitender Position ist, der findet das wahrscheinlich auch nicht geil, weil der ist Bayern-Fan und ich kann mir vorstellen, Thierry war jedes Heimspiel in der Qatar VIP-Lounge unterwegs. Hat er auch damals schon bei der Lufthansa gemacht, also insofern persönlich natürlich ein Problem. Aber die Bild-Zeitung und der Merkur haben zuerst berichtet, dass dieses lukrative Geschäft des Sponsorings mit Qatar Airways natürlich diskutiert wird und zwar kontrovers. Nicht nur wegen der Fußball-WM, die da unten war, sondern auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern ging es ja da zurückliegend öfters Streit. Und ich glaube, Uli Hoeneß ist da, glaube ich, auch doch mal deshalb ein bisschen so ausgeflippt. Aber nun gut, die Menschenrechtssituation in Katar ist ein Problem und deshalb hat man reagiert. Man hat jetzt die Zusammenarbeit beendet. Und man wird jetzt, und das hört, der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr Fußballfan seid, ob ihr für die Leute in München seid und sagt, das ist die richtige Entscheidung. Spannend ist es, ich glaube, die waren auf dem Ärmel, links oder rechts, wer den neuen Sponsor gibt. Lufthansa vielleicht, man weiß es nicht. Ich vermute mal eher nicht, weil Lufthansa, glaube ich, keine Knete für sowas im Moment hat. Ich bin mal gespannt, was es auf jeden Fall wird. Damit haben wir auch die elegante Überleitung zur Lufthansa und dem BGH-Urteil gemacht. Unser Dr. Matthias Böse hat geklagt, zusammen mit dem Verbraucherschutz, glaube ich, in NRW war das. Und da ging es um einen Fall. Die Lufthansa hatte ja Flüge massenhaft annulliert. Und diese Annullierungen waren ja wegen Covid, weil Flüge nicht stattgefunden haben. Dann hat die Lufthansa gesagt, du kannst ja umbuchen. Und als die Reise von Ostern 2020 auf 2021 verlegt wurde, war die Lufthansa der Auffassung, dass zwischen annullierter Reise und neuen Daten ja auch ein zeitlicher Zusammenhang bestehen muss. Und da der nicht so war, hat man da auch richtig Geld für verlangt. Und da ist da der Klage so gewesen, dass man beim Landgericht Köln im Eilverfahren dieses Vorgehen der Lufthansa untersagt hat, da der Wortlaut der Verordnung klar ist. Die neuen Reisedaten darf der Verbraucher vollkommen frei wählen. Das OLG Köln sah das aber etwas anders und hob die einstweilige Verfügung auf. Ein zeitlicher Zusammenhang sei erforderlich. Ganz genau. Naja, nun gut. Im sich dann anschließenden Hauptsacheverfahren knickte nunmehr auch das Landgericht Köln ein. Das OLG Köln war wenig überraschend gleicher Ansicht. Die rechtliche Begründung war halt in den Augen von Matthias relativ erfrischend und verwies das OLG Köln unter anderem auf das deutsche Werkvertragsrecht. Ja, quasi ob ihr ein Sofa bestellt oder so, ist halt auch mit dem Flug. Um die Auslegung der Verordnung der Europäischen Union zu begründen. Für Juristen ist es ein ungewöhnlicher Verlauf und deshalb lese ich auch das aus dem Blog von Matthias. Den kann ich euch übrigens nur wärmsten empfehlen. Und zwar ist das auf Dr. Böse, Böse mit OE, geschrieben auf dem Blog, ansonsten mit Ö. Da findet ihr das unter Blog. Naja, auf jeden Fall hat man dann da nochmal geguckt, dass nach BGH, weil man da ja in Köln nicht so ganz so weit gekommen ist, das ans BGH gegangen ist und da wurde dann
nochmal gesagt, Paragraph 522 Absatz 2 ZPO im Beschlusswege zurückzuweisen. Kurz zusammengefasst kommt das nur in Frage, wenn die Berufung der Verbraucherzentrale evident keine Erfolgsaussichten hätte. Erst durch den Gericht vorgelegtes Rechtsgutachten, wonach eine Vorlage der Rechtsfrage zum Europäischen Gerichtshof gemäß Artikel 261 AEUV erforderlich sein dürfte, konnte das Gericht auch hier zu einer 180-Grad-Wende gebracht werden. Naja, BGH sagt keine Einschränkung in zeitlicher Hinsicht, also insofern alles cool. Solange es einen Platz gibt, muss die Fluggesellschaft darauf umbuchen. Also das heißt, wenn die First Class voll ist und ihr habt ein First Class Ticket, Pech gehabt. Business Class voll, Pech gehabt. Auch keine Zuzahlung oder sowas. Also das ganz wichtig. Man muss euch dann mitnehmen. Bei mir hatte das eigentlich immer geklappt. Ich weiß gar nicht, wo das Problem war, aber hier wird es wahrscheinlich der Lufthansa zu bunt oder aber die Ticketpreise sind so weit gestiegen, dass man gesagt hat, vielleicht können wir das irgendwie nochmal Geld mitnehmen. Wir müssen ja auch finanzieren. Ne? ITA ist ja teuer. Wobei das war vor der ITA passiert ist. Deshalb die Frage des Tages. Ich erinnere euch an die Frage des Tages. Die lese ich euch auch nochmal vor. Hat Lufthansa zu Recht verloren? Ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist fair, das ist unfair? Unfair für die Passagiere, unfair für die Lufthansa. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was sagt der Mann in dem blauen Polohemd Airbus A221? Ja, der Airbus A221. Das ist die interne Bezeichnung für den Airbus, Trommelwirbel, Trommelwirbel, 220-500. Heißt also, man hat jetzt ein internes Projekt und man hat ihn leider in Paris auf der Airshow nicht gezeigt, eine verlängerte Variante des 220ers zu machen. Als der Airbus A220 in Kanada hergestellt worden ist, vom Bombardier hieß das Ganze ja CS100, CS300 und es wurde auch eine Variante CS500 gehandelt. Denn man hatte sich diesen Begriff auch bereits im Markenregister eintragen lassen. Das ist ja so, damit das nicht so passiert wie bei Mercedes. Die hatten ja, glaube ich, in Frankreich das Problem mit der E-Klasse. Das war irgendwie auch schon weg, muss man viel Geld für bezahlen. Naja, nun gut, auf jeden Fall ist es so, nachdem das Ganze jetzt bei Airbus ist, heißt das ja alles nicht mehr C irgendwas, sondern A220-100, A220-300 und der sollte jetzt A220-500 heißen. Doch die längere Version wird anders genannt. Man will diese Version A221 sagen. Das sagte Verkaufschef Christian Scherer. Es war auch mal angedacht, so eine C900, ja, ihr werdet es merken, noch länger zu machen als die 100er, die 300er und die 500er. Also ist es so, dass man sagt, man braucht eine Verlängerung, aber wir sind uns nicht ganz sicher, in welchem Umfang. Deshalb nennen wir sie nicht 500. Wie war es denn bei Bombardier? Bei der Bombardier sollte es so sein, die 220-300 bringt es durchschnittlich auf 120 bis 150 Sitze und maximal 160 Plätze. Der A221 müsste daher größer ausfallen. Bei den Varianten, also das heißt, wenn man die Varianten durchgeht, der CS500 sollte 150 Sitze haben, dann eine CS900 mit 190 Sitzplätzen. Das könnte man sich gar nicht vorstellen. Ne? Da reicht man ja in das Gebiet von den A320 Neos rein. Aber nichtsdestotrotz, spannend ist es allemal. Wir müssen uns an die neue Nomenklatur gewöhnen. A221. Die anderen Namen sind ja alle bekannt, brauchen wir gar nicht durchgehen. Ihr wisst das ja. 318, 319, Neo und so weiter und so fort bis 321, 330, 350. Dann wird es wieder eng, weil 380er ist ja schon wieder tot. Also haben wir das auch wieder abgearbeitet. Jetzt gibt es die Airfare des Tages, oder? Ja, die so Airfare des Tages. Das habe ich nämlich gefunden im Interweb für euch. Mit der British Airways in der Premium Economy von London nach Beijing. 790 Pfund sind 919 Euro, so sinngemäß. Die Fare ist ein Premium Economy Fare in der Buchungsklasse T. Ich gebe euch mal auf eure Augen die Strecke. Da seht ihr das Ganze. Ups, da ist das ein bisschen, müssen wir mal gucken, müssen wir einmal Minus machen.
zack, dann seht ihr es besser. Sind 5106 Meilen in jede Richtung. Es ist übrigens nicht der Flughafen und da müsst ihr euch festhalten, das ist nicht Peking Flughafen, Peking, sondern das ist der lustige Flughafen, der nennt sich nämlich, und ich muss das selber ablesen, das ist PKX, das ist der Name und der Flughafen nennt sich, ihr müsst mir helfen, ihr schreibt es unten rein, welcher Flughafen das ist. Ich hatte es eben noch irgendwo gelesen, wie er heißt, und zwar, ich will nichts Falsches sagen, weil sonst kriege ich wieder Ärger mit meinen Freunden aus China, dass ich den Namen nicht richtig geschrieben habe. Wichtig ist aber maximaler Aufenthalt 12 Monate, 2 Stopover sind erlaubt, heißt also alles easy peasy. Ticket ist nicht refundierbar, 50 Pfund für Reissue und Revalidation und natürlich der Ticket Charge. Komisch, dass ich den Namen vergessen habe. Gut, dann gucken wir mal, wo man das Ganze gut schreiben lassen sollte. Die Buchungsklasse T, das wäre bei Finnair 16.392 Meilen, Qatar Airways 10.186, genau sozialistisch wie bei den anderen Cathay, Aer Lingus, British Airways, Iberia, Air Maroc, Royal Jordanian, Sri Lanka Airlines, American Airlines, LATAM Airlines, Alaska Airlines, S7 Airlines und Malaysia Airlines und Japan Airlines. Bei wem es natürlich 0 Meilen gibt, Qantas mit A nach dem Q ohne U. Also ein richtig cooler Deal, finde ich. Premium Economy geht, muss man mögen. Also insofern schwierig. Aber PKX Airport, gucken wir mal gerade, was meine Google-Maschine hier rausholt. Das ist nämlich Daxing Airport. Also gucken wir gleich, wer es von euch gewusst hat, wer den Kanal abonniert hat, die Glocke angemacht hat, ein Like dagelassen hat, aber auch kommentiert hat. Daxing. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Frage des Tages war, hat die Lufthansa zu Recht verloren? War das etwas, wo ihr sagt, naja, das war überfällig, oder sagt ihr, eigentlich hat Lufthansa recht? Da bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. So, dann schauen wir mal, was ihr geschrieben habt, wer von euch Daxing geschrieben hat. Ich hoffe, ihr fuscht nicht. Deshalb gehen wir da direkt mal durch. Frank grüßt und beglückwünscht die Mike Kilo, Flug heute von Leipzig nach Prag, und zwar zeitweise der weltweit am meisten beobachtete Flieger auf Flightradar. Steht vielleicht noch eine DC-3 von LH in Teruel rum. Das weiß ich jetzt nicht, aber eher nicht, aber eine Super-Conny kannst du haben. Dann natürlich die Hallöchen, Moin und Servus, Grüße nach Bremen. Ich hoffe, der Champagner schmeckt. Dann hallo Sven, dann Grüße an den Kollegen Urs Stadtbär auf der IC-Rückfahrt vom Allegris Stammtisch. Ja, war schön, dass wir uns gestern getroffen haben. Hallo Jörg, schön, dass du auch gestern dabei warst. Patrick, hallöchen, du warst ja freudig erregt der Themen, die da heute kommen. Dann kurz und knappes, Jörg, Frage des Tages, ja. Ja, ganz genau. Eben noch im FCT, nun im Studio, gestern in Hollywood bei Lufthansa im Allegris, in der neuen First-Class-Kabine, in der neuen Premium-Economy-Kabine, in der neuen Business-Class-Kabine. Bei uns kommt man rum in diesem Job. Hallo Venture X, a long time no see. Dann einen schönen guten Abend nach Rauris. Hallo Roland. Dann hallo Thorsten. Patrick, ich würde sagen, ja, hoffe, LH wird es auch so umsetzen. Ja, müssen sie ja jetzt. Gibt es ja jetzt ein Urteil. Also ansonsten gibt es direkt Fresse. Danke denen, die da waren gestern. Hat mir Spaß gemacht, das für euch zu organisieren. Und da nochmal an dieser Stelle unserem Hochwasserhosen tragenden Tore nochmal Respekt für die Location, die er uns vorgeschlagen hat. Ich fand meins gut. Die Leute, die einen Salat hatten, aber ich meine, wer geht beim Mexikaner oder einem Steakhouse, was ja irgendwie so mexikanisch auch nicht ist, aber da bestellt es auch keinen Salat. Eine Ausnahme hatten wir ja, also der war ja entschuldigt wegen Tennisarm. Das war kein Problem.
So, absolut eigentlich traurig, dass der BGH der Lufthansa erzählen muss, wie man mit Kunden umzugehen hat. Ist ja nicht nur die Lufthansa, das sind ja viele Fluggesellschaften, die da ein Problem haben mit ihrem Kundenservice. Ich erinnere, Lufthansa Give Me Your Love. Wo habe ich denn das T-Shirt? Ich glaube, es ist in der Wäsche. T-Shirt bestellen. Wenn ihr beim nächsten Mal fliegt, könnt ihr der Lufthansa direkt erklären, was ihr wollt. Dann Peking wegen der Ente. Ganz genau. Oh, ich habe heute auch eine neue Ente in der FCT gekriegt. Koffer ist auch weit weg. Zeige ich vielleicht morgen, stelle ich dann hinten an auf mein Board. Dann Stammtisch gestern, tolle Veranstaltung, super gegessen. Das Wichtigste, die Erlebnisveranstaltung wurde aus profundem LH Munde kurzweilig erklärt. Ja, da den den Verantwortlichen, Reiseleiter Björn, auch nochmal Danke an dieser Stelle, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast und uns alle Fragen beantwortet hast und deine Freizeit, hätte ich fast gesagt, ja, ist ja Freizeit gewesen, mit uns verbracht hast und uns auch von dem Fernsehteam, was da war, die Stunde da rausgekämpft hast, dass wir wirklich im Truck ungestört sein konnten. War ein bisschen schwierig und dann, aber danke nochmal. Immer diese Fragen, warum sollte ich nicht Finnisch sprechen? Aber AA ist vielleicht anonymer Alkoholiker. Du kannst uns ja mal aufklären, was das heißt. Aber wir würden uns freuen, wenn du auf einen Stammtisch kommst. Wann sehen wir dich? Wo? In welcher Stadt? Dann machen wir da extra einen. Jörg ist auch bestimmt gespannt, dich kennenzulernen. Das denke ich, steht auf dem Fragezeichen. Hallo Frank, schön, dass wir uns gestern auch mal persönlich getroffen haben. Aber mit Stuggi musst du noch mal dran arbeiten. Dann hallo Tore. FCB, ja, nee. Dann übrigens in Abend, Hallöchen Dach. Dann Tore, ja, warum nicht? Als Hort kann man ja auch mal Lufthansa fliegen. Dajing, genau. Sven wusste es natürlich, Venture X wusste es natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass er es ordentlich in der Zeit gemacht hat. Privatfragen werden dort gestellt. Dajing, hallo Matthias. Ich habe nicht gesehen, was du gelöscht hast, deshalb kann ich dir da nichts sagen. Nee, für China ist kein kostenintensives Visum, glaube ich, nötig. Aber Peking gehört ja auch dazu, dass man doch dann weiterfliegen könnte, rein theoretisch. Heißt also, und dann hat man gilt auch wieder dieses 90, aber Sven weiß das. War es 90 Stunden das Visum oder sowas? Dann das verlorene BGH-Verfahren super für den Kunden. Ja, natürlich, das muss auch so sein. Auch Venture X sagt das. Da ist Sven natürlich wieder schneller gewesen. Ein Visum ist nicht erforderlich, wenn man binnen 6 Tagen ein weiteres Land außerhalb. Siehst du, haben wir doch dieselbe Idee gehabt. Waren also nicht 90? Egal, weiß ja wie viel Stunden. 6, egal wie viel ist das. 6 mal 24. Ihr könnt es selber ausrechnen. Wer bestellt bitte Salat? No-Go. Ja, keiner. Ich nicht. Ich habe mir da ein halbes Rind auf den Tisch legen lassen. Jep, war 3 Wochen in Südostasien unterwegs mit Thai, am Montag zurückgekommen und heute wieder unterwegs gewesen, aber mit dem Zug verunglückt. Ein Tour. Oh, das ist natürlich nicht schön. Ja, neben dem T-Shirt anschreiben. Ganz wichtig. Dann, danke da, Tore, nochmal für den Kollegen. Wie heißt es so schön? Für die Empfehlung. Ja, war gut. So, da haben wir das ja geklärt. Mein erster Langstreckenflug mit der Condor war von Frankfurt nach Sharjah mit einer DC-10. Noch Fragen? Nee. Das erste ist, warum fliegst du nach Sharjah? Und dann, warum fliegst du DC-10? Das muss ja auch gefühlt 1800 irgendwas gewesen sein. Da lass uns doch mal gucken. Condor DC-10. Wobei ich das Flugzeug ja geil finde. Also die DC-10 war schon mal richtig geil. Also die Fleet History of the DC-10 30. Von 79 hatten die erste. 79. Alter, das war ja noch vorm Krieg, Frank. Mensch. Unglaublich. Und natürlich ein Moin nach Hamburg. Wir wollen ja nicht mehr sagen, als wir müssen, weil sonst wäre es ja Gesabbel. So, dann danke ich euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart.
Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren oder aber auch unten zu kommentieren, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, macht es wie Patrick, T-Shirt kaufen. Ja, Kanalmitgliedschaft. Also, bis dann, viel Spaß noch und ciao. Bin jetzt raus hier, wo ist der Knopf? Hier, wird auch warm mit dem Licht. Also, bis dann, ciao. Nee,